Lieber Skorpion, herzlich willkommen zu deinem Februar-Taroskop. Schauen wir, was der Februar für dich bereithält, energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Was wird wichtig für dich? Was solltest du aber eventuell auch am besten außer Acht lassen? Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Bitte drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Skorpion, bescheiden, doch gleichermaßen auch so anspruchsvoll. Der Skorpion, in der Waagschale sagen sie, du bist, sie fallen in den Schoß, die vehementesten, du bist gut möglich in einem Mut des Vorwärtspreschens. Du machst einfach. Das ist gut so. Im Februar hast du einen ganz, ganz großen Erfolg. Einen ganz großen Erfolg. Dieser kann auf jeglicher Ebene sein. Es ist ein ganz, ganz großer Zuspruch für dich, lieber Skorpion. Endlich, endlich, endlich. All deine Mühe, deine Sorge hat sich gelohnt. Die Sorge im Sinne des Behütens, des Weitermachens, des Nicht-Aufgebens. Das, was du nicht vorhersehen kannst, nicht vorhersehen sollst, lass es. Die geistige Welt kümmert sich darum und ein Schleier wird gelüftet. Ein sehr schwerer Schleier. Die Farbe ist nicht relevant. Doch ich denke, lieber Skorpion, es ist soweit. Wow. Das, was du oft bei dir selbst verteufelt hast. You get it. Deine Stärke. Du blickst auf etwas, dein Fokus geht dorthin. Irritation, Tiefe, der Ozean. Der Ozean, das Wasser, jegliche Meere dieser Welt, auch die Unbekannten, sehr, sehr ausschlaggebend für dich. Wenn du im Februar die Möglichkeit hast, am Meer zu sein, ans Meer zu reisen, dich dort aufzuhalten, wäre es perfekt. Wow. Der Februar ist für dich ein Monat, du hast 8 Themenkarten. Der Februar ist für dich ein Monat, bei dem du wieder ein ganz großes Stück bei dir ankommst, sehr viel erkennst, sehr viele Zusammenhänge erfahren darfst, doch nicht nur. Hauptaugenmerk, lieber Skorpion, sind deine Talente, deine Gaben, deine Skills, deine Tools. Doch es wird noch jemand anders sehr, sehr ausschlaggebend. Gut möglich ein Widder oder ein Stier. Dort, wo du Heilungsbedarf erkennst, gib Heilung hinein. Dort, wo du siehst, dass Heilung stattgefunden hat, schließe es ab, versiegle es, auf dass sich nichts wieder hineinmanövriert.
Im Februar erkennst du jemanden, der dich bedingungslos unterstützt. Im Februar erkennst du, was von weiblicher Energieseite, von deinen Ahnen her versucht wurde zu zerstören, unterstützend zu zerstören, weil es schlichtweg zu belastend ist, was sich durchgezogen hat in deiner weiblichen Ahnenlinie. Doch auch das Nest wird zerstört. Dein Nest. Ist es der Stein, der mit Laserstrahlen in Tausende von Teilchen und Trümmern zerbricht? Von außen? Oder lässt du es zerbrechen? Das Nest bekommt von dir einen neuen, ja, wie kann ich dir sagen, einen neuen, vielleicht sollte ich dir mal die Karten zeigen, einen neuen Blickwinkel. Das, was du so lange gehütet und behütet hast, darf gehen, muss sogar gehen. Sorry. Muss sogar gehen, weil es für dich nicht mehr wahrhaftig ist. Was das Nest nun ist, lieber Skorpion, das ist für jeden anders. Ich kann dir nur sagen, dass du mit diesem Widder oder Stier, gut möglich ein weiblicher Stier, ein weiblicher Steinbock, einiges aufzuarbeiten hast. Doch eigentlich kostet es dich keine Mühen, dies aufzuarbeiten, denn du hast so viele Stürme mitgemacht, dass du gleich weißt, worum es geht. Es ist ein kleiner Sturm. Er wird sehr, sehr reinigend sein. Der kleinste wird der feinste sein. Und wisse, es geschieht, was du möchtest, das geschieht. Es geschieht, was du erlaubst. Du kannst es dir im Vorfeld manifestieren, dass er so grundlegend reinigend ist, dass du die Schattenseiten, die Tiefe der Schattenseiten für immer verbannst. Du wirst dich sehr mit dem Mond beschäftigen, du wirst dich mit 2 Sternen beschäftigen, du wirst dich mit der Schlange der Heilung, des Schutzes, der Heilung beschäftigen, du wirst dich mit der indischen Gottheit Pri irgendwas, sorry, ich kann das Wort nicht greifen, beschäftigen, die für deine Talente zuständig ist, nicht verantwortlich zuständig ist. Ja, schlichtweg. Ich denke, du kommst in eine Energie, die so stürmisch ist, dass sie genau herauspickt, wo der Schuh drückt. Doch du wirst mit deiner wunderbar grazilen Art am 23. Februar 11 Wochen lang damit beschäftigt sein, ab dem 23. Februar, und deinen Zauberstab schwingen, um diesen maroden Zahn ein für alle Mal auszureißen. Dieser Zahn hat bereits keine Wurzeln mehr. Rufe deine Ahnen auf, aktiv
Sie werden dich stützen, unterstützen und alles dafür tun und Sorge dafür tragen, dass es in deinem Willen geschieht. Well done. Eine Jungfrau wird sehr, sehr ausschlaggebend für dich. Gut möglich, dass dich eine Jungfrau kontaktiert. Eine Jungfrau braucht Antworten. Eine Jungfrau möchte eventuell eine Kooperation. Doch, lieber Skorpion, ich denke, du hast gelernt und wir hoffen, dass du dir deinen schwer erkämpften Frieden, in dem du dich momentan befindest, nicht nehmen lässt, beziehungsweise nicht des Willens, der Zugehörigkeit, des Gefallenwollens nehmen lässt. Ein maroder Zahn ist zu ziehen. Ein Thema kommt im Februar auf dich zu. Gut möglich, dass es mit dem Nest zu tun hat. Whatever kann jegliches Nest sein. In einem Nest fühlt man sich geborgen. In einem Nest fühlt man sich aufgehoben. Willkommen. Doch vielleicht bemerkst du widerwillens, dass es einmal so war. Doch heute nicht mehr ist. Luftzeichen für dich sehr ausschlaggebend. Wisse, dass du im Februar sehr aktiv sein wirst, sehr in die Handlung kommen wirst. Die Lähmung ist vorbei, das Unwissen ist vorbei, das vor sich hin dümpeln ist vorbei. Die schwere Phase des Lebens ist vorbei. Sie wird auch in den nächsten 10 Jahren nicht in so einem Ausmaße wieder auf dich zukommen. Doch sei dankbar dafür, denn du hast sehr viel an dir gearbeitet in dieser Zeit. Du hast sehr viel erkennen dürfen und gehört dazu. Was ist, wenn du selbst bemerkst, dass irgendetwas nicht mehr passt? Die Gewohnheit vielleicht, die sagt dir, ist doch alles gut. Doch das Gefühl sagt, wie komme ich aus der Nummer raus? Reden wir über das Verantwortungsgefühl anderer gegenüber. Vor allem, was eine Waage betrifft. Immer wieder auszugleichen, auszubalancieren. Ich denke, du kannst dir das alles sparen, vor allem hier um den 11. Februar herum, 10. 11. Februar. Sag einfach ganz klar, was Sache ist. Und denk dran, du bist nicht für die anderen verantwortlich. Ganz im Gegenteil. Ich denke, der Februar wird für dich ein Summa summarum ein ausgesprochenes Summa summarum von den letzten 8 Jahren. Und ich denke, es bedarf keiner großen Diskussionen, es bedarf keiner großen Erklärungen, es bedarf eines einzigen Satzes. Du wirst es zum richtigen Augenblick, zum richtigen Zeitpunkt auf einen Satz, alles in einen Satz, zentriert packen können und an die richtige Adresse adressieren können. In erster Linie an dich selbst, doch es gibt da noch einen Menschen, der
Angst vor dir hat, der dich zwar unterstützt, doch welcher, also männlich oder weiblich, welcher Angst vor dir hat. Vor deiner Größe, vor deiner Energie, vor deinem Können, vor deinem Wissen, vor deiner Weisheit. Und ich denke, es bedarf der Klärung. Ja. Es wird dir danach besser gehen, sehr viel besser. Und du wirst auch kein Versteckspiel mit dir selber mehr spielen können. Dieses Jahr, das Jahr der Freiheit, das Jahr der großen Veränderungen. Ein Löwe, du erfährst etwas über einen Löwen, was du niemals zuvor erfahren hast. Ein Krebs zeigt dir den Weg. Und für diejenigen, die Kinder haben, wir machen weiter im Extended. Wir warten dort auf dich. Bis gleich. Ciao.